Die Ordinary hat kürzlich einen Milky Toner, also einen milchigen Toner gelauncht und ich habe das Gefühl, dass alle komplett frei drehen, dass der Toner extrem gehypt wird. Das kann natürlich unter anderem daran liegen, dass die Ordinary viel PR rausschickt und bereits die ein oder andere Kooperation mit bestimmten Creatoren und Creatorinnen gemacht hat. Ich habe mir den Toner gekauft, bevor er überhaupt in die deutschen Shops eingezogen ist und konnte ihn deshalb einige Tage testen. Da der Toner nicht unbedingt im Drogeriepreissegment angesiedelt ist, werde ich euch heute sagen, was ich an dem Toner gut finde, was ich gelinde gesagt kacke finde und euch selbstverständlich ein paar Alternativen aufzeigen. Zunächst einmal sollten wir vielleicht klären, was Milky Toner überhaupt sind, denn das ist eine Frage, die mir in letzter Zeit häufiger gestellt wird. Und Milky Toner sind, wie es der Name schon sagt, milchige Toner, und die Milchigkeit erreicht man, indem man zum Beispiel eine Emulsion kreiert, sprich ganz einfach gesagt hat man eine Öl- und eine Wasserphase und einen Emulgator, der das Ganze miteinander verbindet. Oder aber man hat einen wässrigen Toner, der Inhaltsstoffe bzw. Rohstoffe enthält, die nicht komplett wasserlöslich sind, wodurch der Toner trüb wirkt. Oder aber man hat einen Zwei-Phasen-Toner. Das heißt, man kann die Öl- und die Wasserphase direkt erkennen und muss diese Phasen durch Schütteln miteinander verbinden. Und dadurch erhält man wieder einen milchigen Toner. Einer der großen Vorteile von diesen Milky Tonern ist, dass man ölhaltige bzw. lipophile Rohstoffe einarbeiten kann, ohne dass das Ganze zu schwer wird, ohne dass man beispielsweise eine Creme oder keine Ahnung, eine Lotion kreieren muss, sondern dass man trotzdem diese Leichtigkeit und Wässrigkeit behält, und man nimmt selbstverständlich auch noch die typischen Vorteile von Tonern mit. Das heißt, man befeuchtet seine Haut und in den meisten Fällen verbessert das unter anderem das Spreitverhalten von darauf folgenden Produkten. Also das heißt, dass sich Produkte, die man auf die angefeuchtete Haut aufträgt, noch ein bisschen besser verteilen und einarbeiten lassen. Natürlich lässt sich auch eine gewisse Ästhetik nicht abstreiten, denn ich persönlich finde, dass milchige Toner irgendwas Besonderes an sich haben. Sie sehen sehr elegant aus und ich bin auch der Meinung, dass man ein Produkt einfach nur schön finden kann und es deswegen benutzt oder es deswegen kauft. Nicht alles muss immer funktional sein, denn wenn ich Bock auf etwas Funktionales habe, dann ziehe ich einfach meine Wanderhose an. Der Toner von The Ordinary ist eine Emulsion, das heißt, wir haben hier eine Öl- und eine Wasserphase und eine Kombi von Emulgatoren, die diese beiden Phasen miteinander verbindet. Und ich würde zunächst einmal die positiven Aspekte des Toners benennen, die mir persönlich aufgefallen sind. Zum einen finde ich es toll, dass das Produkt komplett parfümfrei ist, denn ich bin Duftstoffallergikerin und muss da wirklich darauf achten, dass ich parfümfreie Produkte nutze, beziehungsweise Produkte, die keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten. Dann gefällt mir auch diese Glasflasche, die sieht wunderschön und ja, auch sehr elegant und ästhetisch aus, und sie sieht auch nicht billig aus oder sowas. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass der Toner tatsächlich ein Toner ist. Also es ist ein wässriges Produkt und nicht unbedingt ein Produkt mit serumartiger Konsistenz, wie das beispielsweise beim Balea Med Milky Toner der Fall ist. Was mir aber aufgefallen ist, und jetzt kommen wir zu den eher negativen Aspekten, wenn man ein bisschen zu viel von dem Toner verwendet, dann wird das Ganze klebrig. Und ich bin eine Person, die ihre Toner sehr, sehr gerne schichtet. Das heißt, mir reicht es nicht, einfach mit so ein bisschen Produkt über mein Gesicht drüber zu gehen, sondern ich möchte schon, dass alles in meinem Gesicht perfekt von dem Toner bedeckt wird. Ich persönlich hätte sogar eine Sprühflasche bevorzugt, weil der Toner halt wirklich sehr, sehr flüssig ist und von der Haut rinnt. Was mich bei dem Milky Toner von The Ordinary wirklich stört, ist das Marketing. Denn es haben, wie gesagt, etliche Leute bereits PR erhalten und es gab auch die eine oder andere Kooperation. Und mir ist einfach aufgefallen, dass hier und da bestimmte Claims gemacht werden, weil ich vermute, dass Menschen die Beschreibung von The Ordinary zu diesem Produkt nicht
hundertprozentig wahrgenommen haben. Denn es stimmt, dass in diesem Toner 30% Hefeextrakt enthalten ist und Hefeextrakt kann unter anderem hydratisierend, aber auch antioxidativ wirken und ich finde auch, dass der Toner richtig, richtig gut riecht. Also der Eigengeruch des Toners geht schon in diese leicht hefige Richtung. Ich persönlich finde das super angenehm und total toll, weil mich das an Pizzateig erinnert. Aber wie dem auch sei, die Ordinary gibt außerdem an, dass 3% NAG, also N-Acetylglucosamin, in dem Produkt vorzufinden ist. Aber diese 3% beziehen sich nicht auf die Gesamtformulierung, sondern auf den Hefeextrakt. Das heißt, wenn man es genau nimmt, dann sind nur 0,9% NAG in dem Toner vorzufinden und nicht 3%. Und ich glaube, dass das Verbraucher und Verbraucherinnen extrem in die Irre führen kann. Das ist so ein bisschen wie mit diesen Komplexen, auf die ja auch mittlerweile super viele Kosmetikfirmen zurückgreifen, indem sie zum Beispiel irgendwas als Komplex bewerben. Und da muss man dann natürlich auch noch mal so ein bisschen drüber nachdenken und beachten, dass ein Komplex aus verschiedenen Bestandteilen besteht. Das heißt, wenn auf irgendeinem Produkt draufsteht 5% Niacinamid-Komplex, dann sind in diesen 5% noch andere Bestandteile vorzufinden und die 5% beziehen sich nicht auf das reine Niacinamid. Und ich persönlich finde diese Entwicklung absolut nicht verbraucherfreundlich, weil es Verbrauchern und Verbraucherinnen immer schwerer gemacht wird, Produkte miteinander zu vergleichen. Und ganz ähnlich ist es halt mit dem Milky Toner von The Ordinary. Denn ich habe es ja gesehen, es gibt genug Menschen, die ja, der Meinung sind, dass hier 3% N-Acetylglucosamin enthalten ist, aber es sind halt nur 0,9%. Mir persönlich geht es auch gar nicht darum, dass in dem Toner zu wenig NAG enthalten ist, sondern einfach die Art und Weise, wie das Ganze vermarktet wird. Und ich weiß, es gibt auch Creator und Creatorinnen, die das anders sehen, die der Meinung sind, dass das die Kundschaft ja gar nicht interessiert und die ja sowieso nicht wissen, was es mit den Konzentrationen auf sich hat und was das zu bedeuten hat. Aber ich denke mir dann halt auch, weißt du, warum druckt denn die Ordinary dann diese Konzentration drauf und wirkt damit, wenn es angeblich kein Schwein interessiert? Die wollen ja das Interesse durch diese angeblich transparente Kennzeichnung bei der Kundschaft wecken. Und am Ende des Tages gibt es vielleicht Leute, die sich nicht dafür interessieren. Aber es tut doch niemandem weh, einfach die Konzentration oder das Marketing wirklich transparent zu gestalten, damit die Leute, die sich dafür interessieren, nicht erst irgendwas im Kopf ausrechnen müssen, dreimal die Beschreibung lesen müssen, um diese zu verstehen und dann die Möglichkeit zu haben, diesen Toner mit einem anderen Produkt vergleichen zu können. Eine weitere Sache, die mir im Zusammenhang mit dem Marketing aufgefallen ist, ist einfach die Art und Weise, wie Informationen geteilt werden. Denn die Ordinary hat, glaube ich, mehrere klinische Studien, ich weiß es nicht genau, zu diesem Toner durchführen lassen, um die Claims zu stützen, was an sich eine großartige Sache ist. Aber diese Informationen werden nur mit einer kleinen Personengruppe geteilt, und zwar mit Content-Creatern und Creatorinnen, die Werbung für die Ordinary machen. Und das ist selbstverständlich kein reines die Ordinary-Problem, das ist ein generelles Problem, was ich persönlich auch kritisch finde, weil am Ende des Tages sind das Werbeträger und Werbeträgerinnen, die euch ein Produkt schmackhaft machen sollen und im besten Fall Umsatz für die Marke bringen sollen. Aber wenn die Kundschaft das Nachsehen hat und sich einfach nur auf Informationen verlassen muss, die an diese Personen weitergegeben werden, die sind ja nur das Sprachrohr für die Marke. Versteht ihr, wie ich meine? Und ich kann mir dann aber als Kundin gar nicht selbst ein Bild machen, wie die Studie durchgeführt wurde, worum es da ging, was war die Ausgangssituation der Probanden und Probandinnen und was sind die Ergebnisse. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit, die Aussagekraft der Studie für mich selbst festzustellen.
Und am Ende des Tages geht es ja auch um euch als Kundschaft. Und ich finde es einfach uncool, wenn solche Informationen, wenn sie denn auch wirklich in dieser Form geteilt wurden, nur mit den entsprechenden Influencern bzw. Influencerinnen besprochen werden. Selbstverfreilich habe ich auch Alternativen für euch parat, denn der Milky Toner von The Ordinary ist aus meiner Sicht einfach nur in Ordnung. Es ist nichts Weltbewegendes. Ich finde, das kann man mal machen. Aber wenn ihr keine Lust habt, 16 oder weiß ich nicht, 15, 14, 16 Euro für diesen Toner auszugeben, dann schaut euch diesen Toner von Farm Loves Face aus der Drogerie an. Und zwar ist das der Vegan Collagen and Organic Oat Barrier and Hydro Toner. Der mutet auch so ein bisschen milchig an, ist recht wässrig, lässt sich gut auf der Haut verteilen, enthält tolle Inhaltsstoffe, aber er ist etwas klebrig. Falls euch diese Klebrigkeit nicht stören sollte, dann solltet ihr definitiv einen Blick drauf werfen, denn der kostet einen Bruchteil von dem The Ordinary Toner. Und wenn ihr ein bisschen mehr Budget am Start haben solltet, dann empfehle ich euch den Sarah Intense Barrier Toner von Bar. Das ist mein persönlicher Lieblings-Milky-Toner, zumindest aktuell im Sommer, weil der wunderbar leicht ist und überhaupt nicht klebrig. Aber wenn ihr einen Ticken mehr Pflege benötigt, dann kann ich euch den 2-Phasen-Toner von Mary & May ans Herz legen, denn der hinterlässt, nachdem man ihn aufgetragen hat, so eine leicht rückfettende Schicht auf der Haut, während die Haut aber auch gleichzeitig gut durchfeuchtet wird. Falls das heutige Video euch irgendwie weitergeholfen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr es teilen würdet, denn ihr wisst, das Teilen meiner Videos hilft mir und meinem Kanal extrem auf die Sprünge. Und lasst mir doch auch gerne ein Däumchen nach oben da, ein Abo und schreibt einen Kommentar, was ihr von dem Marketing von The Ordinary haltet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!